Hallo und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie du siehst, befinden wir uns hier gerade an meinem Schreibtisch. Hier steht etwas von Grohe. Das Ganze wurde nicht gesponsert. Nein, ich war vor einigen Tagen einmal im Baumarkt unterwegs. Ursprünglich auf der Suche nach etwas anderem, bin dann aber auf dieses Duschthermostat gestoßen. Einerseits deswegen, weil es preislich reduziert war und zweitens, weil meine Badarmatur, die im Moment montiert ist, ziemlich in die Jahre gekommen ist, weswegen diese hier genau passend ist. Ja, hierbei handelt es sich um das Duschthermostat Grotherm 800 von Grohe, welches wir uns nun einmal genauer anschauen werden. Sich vielleicht der ein oder andere fragen, wieso macht er dieses Video nun an seinem Schreibtisch, beziehungsweise überhaupt von diesem Produkt? Naja, meiner Meinung nach ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant zu sehen, wie das Produkt in echt aussieht, beziehungsweise auch als kleines Kanal-Update, Vlog oder auch immer, wie man es sehen möchte. Würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Schauen wir uns einmal an, was sich in dem Karton befindet. Ganz oben drauf natürlich die Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Hier sehen wir außerdem unterschiedliche Ausführungen dieses Modells. Auf der Vorderseite haben wir dann noch weiterhin eine kleine Erklärung, wie man den Wassermengenzähler bzw. den Temperaturregler entfernen kann. Das Ganze ist relativ simpel, das werde ich auch nachher noch einmal genauer zeigen. Des Weiteren liegt dann gleich hier unser Duschthermostat gut verstaut drin, ebenfalls noch einmal in einer kleinen Plastikverpackung. Sieht es noch ziemlich sauber aus, schön glänzend. Dies wird sich aber in den nächsten paar Minuten drastisch ändern. Ich habe hier zur Sicherheit schon einmal einen Mikrofaserlappen hingelegt, weil dieses Thermostat ist wirklich in dieser glänzenden Optik ein super Fingerabdruckfänger. Hinsichtlich der Verarbeitung besteht unser Thermostat in der Mitte aus Messing. Verchromt ist dementsprechend auch ziemlich schwer außerhalb. Die beiden Temperatur- sowie Wassermengenregler bestehen jedoch nicht aus Messing, sondern aus Kunststoff, jedoch ebenfalls verchromt. Also prinzipiell fällt das Ganze beim Anfassen lediglich auf. Ansonsten sieht es ziemlich hochwertig aus. Wie gesagt, aufgrund der Verarbeitung und des Messings ist das Thermostat nicht wirklich leicht. Ich habe hier mal eine Waage platziert, damit ihr sehen könnt, wie viel Kilogramm oder wie viel Gramm es nun wirklich wiegt. Und wir sehen 1,4 Kilogramm. Also es ist wirklich nicht leicht und dementsprechend wertig. Wo kommt das Ganze wirklich her? Auf der Rückseite steht noch einmal Design plus Engineering in Germany und Made in Portugal. Nun einmal die Anordnung etwas genauer anschauen, sehen wir auf der rechten Seite befindet sich die Temperaturregelung, beziehungsweise links dann die Wassermengenregelung anhand von diesen gut erreichbaren bzw. gut greifbaren Drehreglern. Wie bei anderen Thermostaten auch ist die Temperatur auf 38 Grad angesetzt. Bei Grohe heißt dieser Button Safety Button, einfach deswegen, weil die Temperatur nicht über 38 Grad hinausgeht, es sei denn, man betätigt wirklich diesen Knopf und kann damit erst in die höheren Temperaturen herein, einfach aus Sicherheit, um keine Verbrühung oder ähnliches zu befürchten. Auf der anderen Seite sieht es nun ähnlich aus. Hier befindet sich nun nicht der Safety-Button, sondern der sogenannte Eco-Button laut Grohe. Und zwar sorgt dieser dafür, dass die Wassermenge erst nach dem Drücken wirklich über den gewissen Punkt heraus kann, um prinzipiell Wasser zu sparen. An sich lassen sich beide Regler angenehm und flüssig drehen, auch wirklich schön greifen. Also hier gibt es an sich nichts zu bemängeln. Des Weiteren gibt es aus dem Karton noch dieses kleine Teil hier. Wofür das ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar kann man an beiden Seiten die Abdeckkappen entnehmen und weitere Änderungen an den bereits vorgefertigten Positionen, wo der Schalter einrastet, vornehmen. Ebenfalls gut durchdacht, wie diese beiden Deckel hier entnommen werden können. Hier bricht man sich keinen Fingernagel ab oder zerkratzt die Deckel, sondern es gibt eine kleine Einkerbung, wo der Deckel einfach herausgeklickt werden kann, um dann anschließend hier den ganzen Regler zu entfernen. Wenn ihr nun mit 38 Grad zum Beispiel nicht zufrieden seid und lieber auf 45 Grad duscht, könnt ihr ganz einfach diesen kleinen Plastikstopper hier drin anbringen auf ungefähr 45 Grad, wodurch dann der Temperaturregler automatisch nicht nur bei 38 Grad, sondern auch bei 45 Grad zum Beispiel nochmals einrastet, um eure gewünschte Temperatur durch ein Drehen einzurasten. Was gibt es noch zu sagen? Naja, auf der Unterseite unser Brausenabgang mit einem Halbzollgewinde, also das Standardgewinde, und auch auf der Rückseite nun
unsere beiden Eingänge für warmes sowie kaltes Wasser, gekennzeichnet durch die unterschiedlichen Farben. Wenn wir die Deckel nun entfernen, sehen wir zuallererst einmal eine Dichtung, damit unsere Brause unser Thermostat wirklich dicht ist, und darunter auf beiden Eingängen noch ein Wasserfilter, um den Schmutz außerhalb des Thermostats zu halten. Mehr gibt es zu diesem Thermostat eigentlich nicht zu sagen. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns noch einmal an, was sich alles in dem Lieferumfang noch zusätzlich befindet. Ja, neben dem Duschthermostat erhalten wir dann noch eine kleine weitere Box, welche sowohl unsere Exzenter als auch die Abdeckung mit Gewinde enthält. Hier sieht man schon die beiden Abdeckungen mit Gewinde, damit das Ganze nachher auch wirklich einen schönen Übergang hat und nicht sichtbar ist. Ist mit Sicherheit Blech, vermute ich einmal. Und darunter noch unser Exzenter, also unser S-Anschluss, um unser Thermostat ausrichten sowie montieren zu können. Wie man das Thermostat nun richtig montiert und was man beachten sollte, werde ich in einem künftigen Video einmal genauer beleuchten. Wann das Video online geht, kann ich noch nicht genau sagen, aber es wird mit Sicherheit folgen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, um mir zu zeigen, dass es dir gefallen hat. Lass mich doch gerne mal erfahren, was du von diesem neuen Format hältst. Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Theoretisch gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.